Hallo Freunde, ich möchte heute ein Stück von Benny Goodman Quartett spielen. Es heißt Rose Room. Der Gitarrist war der Charlie Christian und den nennt man den Vater der Jazzgitarre. Viel Spaß dabei. Ciao. Willkommen zurück. Rose Room ist eines der schönsten Jazzgitarren-Solos, die ich gespielt habe. Das Stück ist von Benny Goodman. Der Komponist heißt Art Hickman. 1917 war es damals. Und ich spiele nicht das, was der Benny Goodman spielt, auf der Klarinette, sondern ich nehme halt einfach das Gitarrensolo von dem damaligen Gitarristen, den Charlie Christian. Ich möchte mit der Begleitung anfangen und es wäre gut, wenn ihr euch das Blatt für die Begleitung unten downloadet und ausdruckt. Das Stück ist in As-Dur geschrieben. As-Dur hat 4 Bs und die 3 Hauptdreiklänge brauchen wir auf jeden Fall. Der Akkord auf der ersten Stufe, die Tonika, As-Dur oder A6, dann die Dominante, die 5. Stufe, das ist also ein S7-Akkord, es kann aber auch ein S9-Akkord sein, je nach Klangfarbe. Und dann gibt es noch die Subdominante, die 4. Stufe, das ist also ein Des-Akkord. Meistens kommt dann in dem Stück eben Des 6 vor, eine etwas andere Klangfarbe. Der erste Akkord, der gespielt wird, ist ein B7 und ein B7 ist die Doppeldominante von As-Dur. Also eine Quinte von As nach S gehen, das sind 7 Halbtonschritte höher. Und dann von S nochmal eine Quinte höher und dann kommen wir schon zum B7 und deswegen ist B7 die Doppeldominante, eben die 2. Dominante, nicht die 1. Dominante. Es gibt dann noch subdominanten Parallelen, also Mollakkorde, dominanten Parallele und die Tonika-Parallele. Diese ganzen Mollakkorde kommen in dem Stück nicht vor. Ich spiele es mal vor, Rose Room, die Begleitgitarre.
Los geht's mit dem ersten Akkord, mit dem B7, also mit der Dominante. Oben drüber steht so ein kleines Strichchen, das heißt Tenuto, getragen, und daneben ist ein Staccato-Punkt bei der zweiten Note, das heißt also lang, kurz, oder getragen, kurz, so ungefähr. Ja, so. Das ist eine dreistimmige Voicing. Es gibt, oder man kann auch sagen, dreistimmigen Akkord. Es gibt einen vierstimmigen Akkord, vierstimmiges Voicing, fünfstimmiges Voicing, sechsstimmiges Voicing. Ich mache jetzt am Anfang dieses dreistimmige. Dagegen beim A6 im dritten Takt ist es zum Beispiel schon vierstimmig. Also der Anfang B7, dann kommt S7 und dann kommt A6. A6. Jetzt kommt A7. A7 verlangt dann eine Auflösung zu Des7. Also so klingt schon mal dissonant. Aber da kommt ein ganzer Lauf, der klingt dann so. Klingt ganz schön, ne? Nochmal. Und dann gleich zu diesem Des6 des Moll 6, A6, diesmal diesen da, F7, B7, E7, S9. Dann kommt wieder dieser A7 Durchlaufsbass. S6, D6, Des-Moll 6. Es ist ein A6, G7, Ges7, Fis7 und schließlich B7, S7, A6, A6, 9. Schön? Hier nochmal zu den Akkorden. Der erste Akkord, der B7, ist der Akkord auf der zweiten Stufe und ist ein Siemer-Akkord, weil es ja den Farbklang Siemer hat, B7. Zu den Farben, alle gelben Kästchen sind Dominanten und die grünen Kästchen ist die Tonika, ist also die erste Stufe, und die roten sind die Subdominante, Entschuldigung. S7 oder S9, und wenn dann solche Durchgangsdominanten kommen, das ist dann so in lila gekennzeichnet, in pink. Ja, also der erste Akkord ist B7, das ist die zweite Stufe auf der Astur-Tonleiter Siemer-Akkord. Der nächste Akkord ist S7, das ist die fünfte Stufe als Siemer-Akkord oder als 9er Akkord, in dem Fall ist es Siemer. Dann kommt ein A6, dann kommt die Sache mit dem A7-Akkord, die führen dann zu der Subdominanten in Des. Die Subdominanten sind blau. Dann in Des-Moll 6 und schließlich wieder in Ass, die Tonika. F7
ist die dritte Dominante von As-Dur. Also ich versuche es mal zu erklären. As, dann kommt eine Quinte höher, ist B, nochmal eine Quinte höher, ist F und das ist halt die dritte Dominante von As-Dur. Dann kommt die zweite Dominante, das B7, deswegen römischer Zweier. Ein E ist diese Durchgangsdominante und dann die ist auf der 5. Stufe erhöht als 7er-Akkord. Die 5. Stufe ist ja S und deswegen ist es ein E7. Und dann kommt man wieder zur Subdominanten, die in Rot gekennzeichnet sind. Das mal in S9. 5. Stufe Nonenakkord. So ist es da gedacht. Ja, ich hoffe, das bringt ein bisschen Klarheit. So, jetzt zum Solo von Rose Room. Es fängt an mit F am 6. Bund. Ich würde Plektrum benutzen und wenn es möglich ist, immer einen Wechselschlag. Und dann steht bei der 4. Note ein Punkt über der Note, die dann Chord spielen, dann klingt es ungefähr so. Und alles wird angeschaffelt im Swing-Rhythmus. Im Takt 2 kommt ein Slide nach unten und es wird ein Des-Moll Arpeggio gespielt, während eine Dominante, wie heißt es, S7 noch gespielt wird. Das wird im Jazz gemacht, das wusste ich bisher nicht. Also, dieses, da ist es ja immer noch B und dann kommt S. Jetzt ist alles noch normal und jetzt nicht mehr. Und das zu einem S-Akkord kann man machen. Also es klingt nicht falsch, das wird öfter in der Jazzmusik so gemacht. Klingt gut. So, ich mache weiter. Ich bin jetzt im Takt 4, glaube ich, heißt es da. Und dann geht es oben mit B weiter. Und jetzt kommt ein As9 als Arpeggio. Dann kommt ein neuer Riff, mit B fängt er an. Und jetzt bei dem F7-Akkord, das ist doch dann die Dominante des 3. Grades, ist also die 3. Dominante. B7 ist die 2. Dominante und dieses, wo sind wir jetzt, beim F7 ist die 3. Dominante. Also nochmal Quinte nach oben und da sind dann Triolen. 1. Eine besonders schwierige Stelle. Ich habe das ganze Stück schon langsamer eingespielt mit 115 und nicht mit 145, weil mir das einfach zu schnell wäre. Ich möchte lieber sauber spielen und dafür langsamer. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Dieser Riff hört dann mit dem B-Major-Akkord, geht es dann so runter. Und geht dann chromatisch zum Grundton B. Noch einmal. 1. Eine besonders schwierige Stelle. Dann geht's weiter. Bei S7 dieses Des-Moll wird dann so reingeslidet. Ich fange jetzt im Teil B an, das wäre im Takt 17. Down.
habe mich verspielt. Was? So, müssen wir umblättern. Kommt die zweite. Die zweite Seite ist auch sehr schön. Kotzt dann. Dieses Kotze machen. Diese übermäßige Quart oder Tritonus würde ich eben so spielen mit 3/4. Klingt sehr gut. Und jetzt ein schwieriger Takt mit dem F7 war so. Kann man das so schwer merken? Wunderbar, ne? Nochmal da. Hier, 1. Das war's. Ich weiß, etwas kurz, aber es steht alles in diesen Noten oder Tabulaturen drin. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Like da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.